So, ich wollte mal gerne eine Software vorstellen, die ich für Virtual Reality Headsets entwickelt habe. Und zwar geht es da darum, dass man sich hier so mathematische Funktionen dreidimensional in Virtual Reality anzeigen lassen kann. Ich nehme jetzt dieses Video eben auch auf einem Virtual Reality Headset, nämlich der Quest 3, auf. Habe jetzt hier auch schon mal eine Funktion so geplottet. Das ist x mal y Quadrat. Ähm, ja, dieses Medium Virtual Reality erlaubt jetzt eben, dass man die Funktion jetzt hier richtig dreidimensional sieht. Man hat eben einen Eindruck von der Tiefe und für die Größenverhältnisse. Man kann dieses Koordinatensystem hier mit den Controllern in die Hand nehmen, drehen, sich von allen Seiten anschauen. Und was man auch machen kann, habe ich so eingebaut, dass man hier auch in einen Mixed Reality Modus wechseln kann, sodass man die Funktion jetzt eben nicht nur in einem virtuellen Raum sieht wie eben, sondern tatsächlich in meinem echten Raum hier. Dann kann ich das Koordinatensystem hier zum Beispiel auf so einen Tisch stellen, kann mir das von verschiedenen Seiten angucken, könnte jetzt hier natürlich auch nur ein Mathebuch liegen haben, wo ich dann also dann direkt eine Formel ablese und dann eben in diesem Modus hier mir zeichnen lasse. Ja, und besonders in dem Modus hier hat man natürlich auch jetzt ein gewisses Gefühl für diese Größenverhältnisse. Das hatte ich mir eigentlich als Schüler schon immer gewünscht, dass man eben solche Funktionen jetzt nicht nur in 2D an der Tafel sieht, sondern irgendwie in den Raum rein projiziert bekommt. Und ja, soweit ist die Technik eben jetzt, dass das möglich ist. Und dann habe ich halt diese Software so für mich entwickelt. Und sowas gibt es, glaube ich, aktuell auch nicht für die Quest 3, soweit ich weiß. Genau, daher habe ich es dann selbst gebaut. So, jetzt wechseln wir mal wieder in den normalen Modus hier, um vielleicht nochmal ein paar Funktionen zu zeigen, die die Software so hat. Ich kann halt natürlich auch hier das Koordinatensystem mit den Controllern irgendwie drehen und kippen. Und ja, jetzt variieren wir mal ein bisschen den Funktionsterm hier. Können wir zum Beispiel jetzt statt jetzt x mal y Quadrat plus s, also s ist jetzt ein Parameter, der unabhängig von den Achsen ist, nehmen wir mal s mal x mal y hoch 3. Okay. Und variieren jetzt mal s. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt unabhängig von den Achsen. Und wenn wir den jetzt hier variieren, sehen wir eben, wie sich die Funktion entsprechend ändert. Wir können jetzt hier auch mal das automatisch abspielen für verschiedene Werte von s und sehen dann eben die Auswirkungen auf den Graphen. Ja, und so gibt es jetzt noch sehr viele andere Funktionen. Das Einzige, was ich jetzt noch zeigen würde, ist einmal die Möglichkeit, auch mit Zufallsvariablen zu arbeiten. Dafür ersetze ich hier das y mal durch y plus eine Zufallsvariable groß x, zum Beispiel zum Quadrat. Okay, und jetzt werde ich noch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion für diese Zufallsvariable x auswählen. Da nehmen wir mal eine Gleichverteilung zwischen 0 und 0,8. 0,8, okay. So, und jetzt kann ich hier eben dann, indem ich jetzt neue Zufallswerte generiere, mal immer unterschiedliche Funktionen mir anzeigen lassen. Und in diesem Modus hier wirkt die Zufallsvariable jetzt eben auf alle Werte x und y gleich. Ich kann es aber so auch einstellen, dass für jede Kombination xy auf den Achsen eben eine eigene Zufallswert gezogen wird. Dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen zerklüftet aus. Man sieht aber auch dann schön den Einfluss von dieser Zufallsvariable. Ja,
Dann kann man das auch hier, wenn ich einen neuen Parameter setze, wird auch jeweils alles neu gezogen. Dann kann ich mir das auch nochmal so im Zeitverlauf anschauen. Und was auch möglich ist, um jetzt noch ein gutes Gefühl für die Größenverhältnisse zu bekommen, wäre jetzt hier beim Koordinatensystem die Größe mal ändern, sodass jetzt zum Beispiel eine Einheit auf der Achse tatsächlich 1 Meter groß ist. So. Und wenn ich dann noch einmal hier in den Mixed Reality Modus wechsle, finde ich, ist das eben eine besonders gute Veranschaulichung der Größenverhältnisse. Da ich jetzt eben weiß, okay, von 0 bis 1, also praktisch hier die Länge dieser Achse ist genau 1 Meter. Ja, finde ich, das hilft schon sehr bei der Vorstellung für den Verlauf von solchen dreidimensionalen Funktionen. Gut, das war das, was ich zeigen wollte. Falls ich dieses Programm irgendwann einmal bei SideQuest oder im AppLab hochlade, werde ich das auf jeden Fall nochmal bekannt geben. Ansonsten, wenn noch Fragen oder Kommentare sind, gerne hier in die Kommentare reinschreiben.